Hongkong verließ uns gestern Nachmittag 5:46 p.m. So ein kurzer Satz und dennoch so voller Bedeutung. Alfred Bade war ein Kind, das 1924 in Wien geboren ist, 1938 als jüdisches Kind Österreich verlassen musste, über die Niederlande nach England gekommen ist, von England dann nach Kanada und dort in Nordamerika ein sehr erfolgreicher Unternehmer geworden ist. Ich beschäftige mich als Historiker seit vielen, vielen Jahren mit der Geschichte von Flucht, vor allem im 20. Jahrhundert. Und mein Fokus ist seit vielen Jahren auf Personen wie Alfred Bade, der also ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling war. Und da ist er tatsächlich kein Einzelfall. Kindertransporte sind in der Tat eine sehr besondere Form der Fluchtgeschichte, weil die Kinder ja nicht aus eigener Motivation flüchten, sondern ihre Eltern sie zur Flucht mehr oder weniger gezwungen haben oder sie auf eine Flucht geschickt haben, um ihr Leben zu retten. 1938 wurde die Situation vor allem in Deutschland, in Österreich, in Tschechien, in Polen bedrohlich. Bestimmte Hilfswerke haben aber geholfen, Kinder auf diese Art und Weise zu retten, und wir gehen etwa von 20.000 Kindern, die so gerettet werden konnten, aus. Sein Tagebuch ist was ganz Besonderes. Das Tagebuch ist tatsächlich aus dieser Internierung aus dem Jahr 1941 in Kanada. Das ist eine Quelle von einem Jugendlichen, der sozusagen heranwächst ohne erwachsene Bezugspersonen, also in einer sehr komplizierten und ungewöhnlichen Umwelt, wirklich so im Wortsinne. Und was man aber auch sieht, ist das ganz normale Leben eines Jugendlichen. Also die können dort, die haben eine Fußballmannschaft in dem Internierungslager, darüber schreibt er halt. Natürlich spielt sein jüdischer Glauben eine Rolle. Darüber schreibt er relativ viel. Im Sommer gehen die baden, dann hat jemand Geburtstag, darüber berichtet er. Also das ist, insofern ist das wirklich der sehr persönliche Teil. In diesem Projekt Remapping Refugee Stories geht es darum, Fluchtgeschichten von Menschen zu versammeln, die zwischen 1933 und 1953 geflohen sind, und zwar im Grunde in alle Welt. Dabei wollen wir eigentlich 3 Fluchtmythen, wenn man so will, entkräften. Der erste Mythos ist der, dass es die eine Fluchtgeschichte gibt, ja, dass also wir eigentlich immer eine Geschichte haben, in die unterschiedliche Menschen hineinversetzt werden. Wir sehen aber ziemlich deutlich, dass es einen großen Unterschied macht, wer flüchtet. Der zweite Mythos ist, dass es einen Fluchtgrund gibt. Ja, wir kennen das noch heute. Manchmal reden wir von politischen Geflüchteten, manchmal reden wir von Wirtschaftsflüchtlingen und unterstellen damit immer, dass es so etwas wie eine Ursache gibt, weswegen Menschen flüchten. Was wir aber sehen, ist, dass unterschiedliche Gründe zusammenkommen. Und der letzte Mythos ist, dass die Reise aufhört, wenn die Menschen im Zielland ankommen. Ja, und was sehen wir? Wir sehen genau das Gegenteil. Das heißt, die Fluchterfahrung, die Bewältigung der Fluchterfahrung fängt dann erst an. Und manche Menschen begleitet diese Fluchterfahrung ihr Leben lang. Das heißt also, sie können diese Erfahrung nie wirklich überwinden und zerbrechen daran. Und einige suchen Strategien, wie sie damit umgehen können. Und das kann Kunst sein, das kann Förderung sein. Wir sehen das zum Beispiel bei Alfred Bade, der sich sehr stark als Mäzen, als Wissenschaftsförderer engagiert hat und so seinen Beitrag geleistet hat, um, naja, man muss es halt so sagen, die Welt besser zu machen. Also es gibt einen Faschismus in den 30er Jahren in Quebec, und in dem Zusammenhang gibt es im Prinzip natürlich auch einen sehr starken Antisemitismus. Im englischsprachig eher protestantisch geprägten Kanada ist es ein bisschen weniger, aber auch nicht ganz. Und Alfred Bade ist jemand, der sich bewirbt, aber dann im Prinzip in ersten Schritten auch abgelehnt wird, einfach weil Universitäten von der Quotierung her für Juden keinen Platz vorzeigen. No one is one too many. Da gibt es auch ein entsprechendes Buch, eine Studie dazu inzwischen. Das war eine Debatte, die im Parlament geführt wurde in Kanada, wo an einer Stelle ein Abgeordneter sagt, ja, wenn es um die Zahl der Juden geht, selbst wenn es keiner ist, ist es noch einer zu viel. Was die Quotierung und überhaupt die Situation in Kanada der Juden angeht, ist es eben auch entsprechend so, in den ganzen 30er Jahren ist die Anzahl der Juden, die nach Kanada zugelassen werden, 5.000. Also eine ganz, ganz geringe Gruppe. Und innerhalb dieser 5.000 Personen sind dann nochmal Kinder, Jugendliche, auch ein vergleichsweise kleiner Teil. Das heißt, es sind keine großen Zahlen, um die es überhaupt geht. Und dass er dann sozusagen als Jude
trotz dieser Beschränktheit einen Platz finden kann, muss man wahrscheinlich zusammenfassend sagen, ist eine Folge von Glück, Zufall und Umständen, die in jedem Einzelfall hätten auch anders sein können. Im Projekt geht es uns gar nicht darum, alle Geschichten zu repräsentieren, das geht auch gar nicht, sondern die Vielfalt der Fluchtgeschichten zu zeigen. Wir machen das, weil wir wissen, dass mit den letzten Zeuginnen und Zeugen, die sterben, auch eine individuelle Weitergabe von deren individuellen Geschichten irgendwann aufhören wird. Das heißt, es wird Oma und Opa nicht mehr geben, die ihren Enkelinnen und Urenkeln erzählen können, was sie individuell erlebt haben. Was Alfred Beder relativ schnell realisiert, wie viele andere internierte Jugendliche, und das dokumentiert er eben auch in diesem Tagebuch, das ist, dass Bildung in dem Fall ein Ausweg ist. Und genau das macht er. Er muss sozusagen Schulabschlüsse nachholen. Seine österreichischen Schulabschlüsse werden zum Teil nicht anerkannt. Das heißt, er muss sozusagen genau das tun. Er muss sich weiterbilden, um dann ein Studium aufnehmen zu können. Und das ist gewissermaßen einer der Prozesse, die in diesem Tagebuch ganz eingehend, ganz intensiv geschildert wird. In den Fächern Chemie und Geschichte, dafür hatte er sich beworben. Und es scheint so zu sein, dass er ein Mensch ist, der eben doch dann, ab da, wo er sich entschieden hatte, über Bildung und in irgendeiner Art und Weise ein Studium, einen Lebensweg zu führen, der eben vertretbar, wenn nicht sogar gelingend erscheinen könnte. Ab da hat er sich auf den Weg gemacht, das mit sehr großer Energie zu betreiben. Spuren von Bader sind sehr deutlich sichtbar in der Queen's University und auch in der Stadt Kingston, aber auch darüber hinaus. Bader hat der Universität nicht vergessen, dass sie ihm den Weg eröffnet haben, den er dann gehen konnte. Er hat allerdings, muss man sagen, als Förderer auch an vielen anderen Stellen ist er in Erscheinung getreten, also auch fördert andere Projekte an anderen Universitäten. Er fördert sehr viel im Bereich von pharmazeutischer, chemischer Forschung. Es ist wichtig, Geschichten wie die Geschichte von Alfred Beder zu bewahren, weil so sehr das wie ein Allgemeinplatz klingt, diese Geschichte, diese große Geschichte sich wirklich nicht wiederholen darf. Und wir erleben heute, dass einige Menschen mit Menschenverachtung Tagespolitik machen, die Verbrechen der Nazis verharmlosen und so tun, als ob das alles nicht so schrecklich gewesen wäre. Und sie können das tun, weil die Erinnerung an das, was passiert ist, immer abstrakter wird. Und abstrakt kann man diese Grausamkeiten, die die Menschen, die geflüchtet sind, durchmachen mussten, nicht fassen. Man kann sie nur individuell fassen, in individuellen Geschichten, wie wir sie hier versammeln. Die historischen Geschichten haben sehr viele universelle Aspekte. Sie zeigen uns, was es bedeutet, das Haus, das Heim, die Familie, Freunde zu verlieren. Sie zeigen uns, was es bedeutet, in einem neuen Land anzukommen. Sie zeigen uns, was es bedeutet, gegen die Traumata der Flucht zu kämpfen.